Hallo, mein Name ist Dr. John Switzer. Ich möchte euch begrüßen zu einem neuen Video. Ich habe was ganz Spannendes. Es geht um das Thema Spermidin. Und das ist ein Pflanzenstoff, was man vor allem in Weizenkeime findet. Und Weizenkeime begleiten mich, seit ich ein Teenager bin, mit 15. Ich war nämlich ein Läufer, über 1500 Meter Läufer in High School. Und ich war ehrgeizig und da habe ich gelesen, dass die Bodybuilder Weizenkeime beim Frühstück essen. Und das habe ich dann auch umgesetzt. Also jeden Tag so eine richtige große Portion Weizenkeime. Und zum Schluss mit 18, ich war einer der schnellsten 1500 Meter Läufer im ganzen Land und habe fast 4 Minuten geknackt mit 1500 Meter. Und das hat, glaube ich, mir viel Kraft gegeben. Das ist mir geblieben. Also, dass die Weizenkeime sehr wichtig sind. Und auch zu der Zeit habe ich auch Nährhefeflocken mit Joghurt gegessen. Also das waren meine 2 Superfoods. Die Wildkräuter habe ich damals noch nicht gekannt. Das kam später. Und und ich lese diese ganzen Studien und es gibt eine ungarische Ärztin, die auch für ihre Krebspatienten Weizenkeime nimmt und lässt es fermentieren mit Backhefe. Und, also das ist so eine aktive, sind beide aktive Formen. Das ist trocken, das ist so eine feuchte Version. Und das habe ich hier bei DM, also das kriegt man bei DM oder Rewe und in Bioqualität. Und das sind entölte Weizenkeime. Von einer Ölmühle habe ich das bekommen. Und 500 Gramm in Bioqualität kostet, ich glaube, zwischen 10 und 11 Euro. Es ist nicht teuer. Und ich habe das fermentiert und das ist das Ergebnis. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe das mit gesprossenen Leinsamen gemischt und Zwiebeln dazu gegeben und Gewürze. Und das Ergebnis waren diese Cracker. Das war so ein Versuch und ich finde die nicht so schlecht. Und da kann man die nehmen quasi wie ein Pizzaboden für andere leckere Dinge, zum Beispiel Wildkräutersprossen und eine coole Soße. Und das nächste Mal werde ich das in Form eines Wrap. Wrap ist so, wo man das Ganze aufrollen kann. Man kann dann einen Salat aufrollen. Das nennt man Tex-Mex Wrap. Und da könnte man zum Beispiel diese Bärlauch da rein tun mit irgendwie eine coole Tomatensauce. Also hier am Starnberger See gibt es Bärlauch jetzt und heute ist der 8. März. Und also die beste Spende von Spermidin sind Weizenkeime. Und was interessant ist, und ich zitiere einen schlauen US-Arzt und Wissenschaftler, das ist der Dr. Gregor. Er sagte, man bräuchte nur einen Teelöffel Weizenkeime, damit die Haare nicht ausfallen. Da gibt es Studien und wir hatten das Thema vor ein paar Wochen, nämlich was kann ich tun gegen Haarausfall? Was kann ich tun, damit die Haare nicht grau werden, weil ich werde heuer 68, ich will nicht grau werden, wenn ich 70 bin. Also ich möchte dieses Niveau halten. Ein paar graue Haare habe ich. Aber das fand ich spannend. Und ich habe das vergessen zu erwähnen bei dem letzten Vortrag, wo es ging um die organischen Mineralien, Spurenelemente, einschließlich Jod. Auch sehr wichtig für die Haare. Es gibt nicht ein Allheilmittel. Also das Thema Haarausfall ist etwas komplex und fordert viele Nährstoffe. Und das habe ich vergessen, Spermidin. Wie konnte ich das? Weil Spermidin ist nicht nur wichtig für das Haarwachstum, für die Bildung von Melanin. Melanin ist das Pigment in den Haaren. Und wenn Spermidin fehlt, dann das begünstigt graue Haare. Wir haben Studien, die das beweisen.
Also das finde ich nicht nur wegen Spermidin interessant, sondern wir werden gleich sehen, dass es wichtig gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gegen Neurodegeneration. Was ist Neurodegeneration? Parkinson, Schüttellähmung. Ich sehe auch jüngere Männer, 50-Jährige, Schüttellähmung, Demenz, Alzheimer, Gedächtnisverlust. Das sind Themen, die wollen wir alles tun, um Neurodegeneration zu verhindern, damit unser Geist messerscharf ist, bis ins hohe Alter, messerscharf. Keine Ausreden, wir wollen gutes Gedächtnis, gute Lebensqualität, wir brauchen unser Gehirn und wir wollen auch verhindern, dass unser Gehirn schrumpft mit 70, im Schnitt 10% kleineres Gehirn, weniger Gehirnvolumen im Schnitt, 70-Jährige, und ich bin nur ein paar Jahre entfernt von 70. Das heißt, ich bin motiviert, was zu tun. Ich hoffe, Sie sind auch motiviert. Und Mittelmaß ist keine Option für uns. Wir wollen ein bisschen mehr tun und dieses bisschen mehr ist zu sorgen, dass wir genug Spermidin in unserer Nahrung bekommen. Es ist nicht so wichtig. Also heute war ich im Bioladen und es gibt Tempeh-Produkte, die stammen ursprünglich aus Indonesien. Und mittlerweile gibt es, das sind hier Lupinen, Tempeh mit Wildkräutern, sogar so eine Mischung. Das sind Brennnesseln, das wurde gemischt. Und das Interessante ist, das wird fermentiert durch eine Pilzkultur. Und die Pilze enthalten sehr viel Spermidin, nämlich 100 Gramm Pilze wie Champignons oder Außenpilze, im Schnitt ca. 9 Milligramm pro 100 Gramm Pilze. Und deswegen auch Tempeh, eine der besten Spender, also 100 Gramm Tempeh auch 9,7, sowie die Pilze auch Sojabohnen in Form von Tofu oder auch Sojamilch, gute Spende von Spermidin, Linsen und auch Erbsen, Frühlingserbsen, auch diese gefrorenen Erbsen, gute Spende. Das ist mein Frühstück morgens, Linsensprossen und dann gebe ich Kokosjoghurt dazu und noch ein paar andere Sachen, also Goji-Beeren und das gibt mir Kraft für den ganzen Tag, weil ich habe keine Zeit, Mittag irgendwas zu essen. Ich muss wirklich durchpowern. Und ja, was gibt es noch? Kidneybohnen. Ja, das ist eine meiner Lieblingsgerichte, weil die Mexikaner, die essen fast jede Mahlzeit Kidneybohnen und verschiedene Legumen. Und die werden dann, wenn sie die Bohnen eine Nacht einweichen mit Wasser und dann circa 6 bis 8 Stunden in diesen Slow Cooker, das ist einen Niedrigtemperatur-Gartopf, elektrischen Gartopf, die kosten ungefähr 40 € bei Amazon. Und dann das Ergebnis ist ein wirklich leckeres Bohnengericht, was keine Blähungen provoziert. Und das sind immer wieder meine Patienten ganz überrascht, nicht? Weil die denken, ja, die machen so viel Blähungen. Aber eine gute, exzellente Spende auch von Spermidin. Und mein Ziel ist, auf circa Minimum 40 bis 50 Milligramm Spermidin pro Tag. Und da komme ich locker auf diesen Wert mit all diesen Nährstoffen. Ich vermute auch, dass die Wildkräuter auch gute Quelle, also ich habe frisch gepressten Brennnesseln von heute, auch gute Spende von Spermidin, aber ich habe keine Studien. Also deswegen kann ich noch nicht sagen, aber ich glaube, die haben Dill, zum Beispiel Dill sollte eine gute Spende von Spermidin. Und wenn Dill eine Spende ist, ich denke, die Brennnesseln sind auch gute Spende. Also vielleicht komme ich sogar über 50 Milligramm Spermidin. Im Schnitt
Amerikaner kommen auf 10 Milligramm Spermidin pro Tag. Und das ist einfach nicht genug. Und es gibt Studien, die habe ich vor ein paar Tagen angeschaut. Wenn man auf 15 oder 16 Milligramm Spermidin kommt, so ein bisschen über diesen Durchschnittswert, das Ergebnis war, dass diese Menschen im Schnitt fast 6 Jahre länger gelebt haben und viel weniger Probleme hatten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch Neurodegeneration. Das sind interessante Studien. Und diese kleine Menge bekommt man, also 5 Milligramm Spermidin mehr, das wäre dann 2 Esslöffel Weizenkeime quasi. Und dann hätten sie dieses mehr. Und eben auch mit diesen Vorteilen für die Haare, weil ich weiß, das ist etwas, was viele meiner Patienten umtreibt. Die kommen zu mir und ja, was tue ich? Wegen meiner Haare. Und ja, jetzt habe ich ein besseres Gefühl. Jetzt haben Sie was gehört über die Bedeutung von diesen organischen Spurenelemente. Ich habe was erzählt über Jod. Und jetzt haben Sie das gehört von Spermidin. Und ich habe dann auch über das Thema Mikrobiomoptimierung. Und ich habe immer meinen Sprossenfermentsaft dabei, um mich zu stärken. Und das hat ungefähr eine Woche fermentiert. Das habe ich in den anderen YouTubes gezeigt, wie man das zubereiten kann, weil wir wollen auch jeden Tag was tun für das Mikrobiom durch den Verzehr von Wildkräutern, von Sprossen und Sprossenfermentsaft, weil wir wollen alle Handys benutzen und Tablets und Computer und WLAN, aber damit wir diese Schwingungen gut verkraften können, vor allem unser Mikrobiom, damit unsere Darmbakterien das verkraften, die brauchen Unterstützung, weil wir haben auch Studien, dass das Mikrobiom bei Tieren, bei Ratten und bei Mäusen durch WLAN beschädigt werden kann. Und das ist für mich ein Pius-Botschaft, dass man was tun muss, einfach jeden Tag ein bisschen Stärkung, damit diese neuen Technologien unser Mikrobiom nicht platt machen. Das will ich euch einfach mitgeben. Und jetzt schauen wir mal weiter. Ja, warum ist Spermidin so wichtig? Also die Hauptwirkung, es geht um Autophagie und Autophagie ist, ich beschreibe das als die Straßenreinigung unserer Zellen. Das heißt, das Unrat des Stoffwechselschlacken werden aufgeräumt und weggetragen, vor allem das Gehirn. Nachts läuft Autophagie ab und was viele vielleicht nicht wissen, das Gehirn ist metabolisch oder stoffwechselmäßig sehr aktiv nachts. Also das Gehirn schluckt ungefähr 30% aller gesamte Energie und ist richtig aktiv nachts. Also weil eben diese Straßenreinigung, diese Autophagie läuft ab nachts. Vorausgesetzt, sie bekommen die richtigen Nährstoffe. Und die Mitochondrien bilden auch Neurotransmitter wie Acetylcholin, damit sie in den Tiefschlaf gelangen. Weil wenn sie nur einen seichten Schlaf haben, dann läuft Autophagie nicht gut. Und wenn sie Schlafstörungen haben, das ist nicht gut für Autophagie. Und wir sehen das bei Alzheimer-Patienten, die haben oft wenn man die Anamnese macht bei solchen Patienten, die Angehörigen fragt, dann haben oft diese Patienten jahrelang, vielleicht 10, 15 Jahren, wirklich nicht gut geschlafen. Und das heißt, diese Autophagie hat nicht optimal stattgefunden nachts.
Und wir brauchen Autophagie auch, um Ablagerungen zu entfernen an den Gefäßen. Warum ist das so wichtig? Weil ohne Durchblutung sind wir Demenz und Neurodegeneration wie Parkinson ausgeliefert. Wir sind auch, was auch vorprogrammiert ist, und ich sehe das bei vielen Senioren, auch in meinem Alter, auch Jüngere, viel Jüngere, Hörverlust. Also Altersschwerhörigkeit. Woran liegt das? Die ganz feinen, kleinen Gefäßen, zum Beispiel im Innenohr, Mittelohr, die verschlacken durch die falsche Ernährung und dann hört man einfach schlechter und es gibt dann Themen. Und das heißt, mit Spermidin bessere Autophagie und ich kann eben diese Gefäße schützen damit. Wir wollen unsere Sinnesorgane, auch die Augen, das Augenlicht, wichtig. Wir wollen verhindern, dass Makuladegeneration entsteht. Und da gibt es auch Studien, dass die Einnahme von Spermidin schützt vor MD, das ist Makuladegeneration. Das ist eine häufige Ursache für Erblindung bei Senioren. Also auch Netzhauterkrankungen. Und da wollen wir natürlich, wir brauchen saubere Gefäße. Und Spermidin senkt die Steifigkeit an den Arterienwände. Das heißt, wir brauchen flexible Gefäße. Und es gibt diese was sagt man oft, wenn man jemand, auf Englisch heißt es hard-headed, Altersstade, oder also wenn jemand einfach nicht flexibel ist, mental nicht flexibel, dann liegt es oft an den Gefäßen. Nicht? Das ist Arteriosklerose, nicht? Wenn man einfach auf den eigenen Punkt fixiert ist und nicht flexibel ist. Und und gleichzeitig wir aktivieren mit Spermidin die Mitochondrien, das heißt, damit sie mehr Energie produzieren, und das ist natürlich immer vorteilhaft. Und wenn ich das AMPK, diese Belebung der Mitochondrien in Verbindung mit einer Optimierung von NAD+, das wird gebildet durch Niacin, Vitamin B3 und auch die B1, B6, B12, diese ganzen, also vor allem diese aktivierten, metabolisch aktivierten B-Vitamine sind sehr vorteilhaft, um NAD, die Konzentration in den Mitochondrien zu optimieren. Und auch die Wildkräuter, die Pflanzenstoffe, Wildkräuter, die Polyphenole zum Beispiel, sorgen auch dafür, dass NAD steigt und natürlich auch Bewegung wichtig und diese High-Intensity-Training, also Hochintensitätstraining, also punktuelle Muskeltraining, kann das sehr, sehr hilfreich sein. Und auch organische Spurenelemente, und da gibt es über 70 Spurenelemente, auch sehr wichtig. Also wir sehen, Spermidin wirkt komplementär über eine Belebung von AMPK, Belebung der Mitochondrien in Verbindung mit NAD+, was die Voraussetzungen, damit die Mitochondrien Energie überhaupt bilden können. Also, und warum das wichtig ist, AMPK und NAD+ im Alter geht zurück. Also das heißt, eigentlich jemand in meinem Alter hat schon 50, 60, vielleicht 70% weniger NAD+-Bildung. Und wenn man nicht diese Optimierungen durchgeführt hat, das hängt ein bisschen vom Lebensstil, auch von der Stressebene, Stresshormone. Aber das sind Optimierungen, und wir haben hunderte von Studien, die darauf hinweisen. In Medizinstudien das waren keine Themen in der Medizinausbildung. Und
Ja, und das ist eine coole Sache, weil wenn ich durch eine bessere Versorgung mit Spermidin, ich habe besseres Gedächtnis, kognitive Wahrnehmung, ich bin vielleicht ein bisschen kreativer drauf, für all die Kreativen unter euch. Ich kann das bestätigen. Neurodegeneration ist die große Epidemie heute. Wir können unsere Haare retten. Wir können die grauen Haare verhindern in Verbindung mit organischen Spurenelementen, Jod. Und ja, und das finde ich cool. Das finde ich eine coole Sache. Und wir können sogar Faltenbildung der Haut verhindern. Das ist auch cool. Ja? Wir wollen nicht Hautalterung. Das heißt, Sie brauchen vielleicht keine Lifting und all diese Sachen, sondern Sie können wirklich gesunde Haut von innen ist auch ein Thema. Das haben wir alles. Ja, das wollte ich darauf hinweisen. Die Spermidin war nach Verletzungen der Augennetzhaut vorteilhaft. Es hat eine Regeneration der Nerven und auch die Nervenbahnen in der Netzhaut begünstigt. Und das war wirklich auffallend. Und ich kann es, glaube ich, bestätigen durch einen Patienten, über 60, das war vor 3 Jahren, das war nach der C-Impfung. Er hatte eine Thrombose in der Netzhaut entwickelt und Schatten gesehen. Dieser Schatten heißt Skotom und das hat ihn natürlich sehr gestresst. Und ich habe ihm keine große Hoffnung gegeben, aber ich habe ihm dann eben diese willkürliche Vitalkost empfohlen und ich glaube, ich habe ihm ein Einzelmittel, homöopathisches Mittel verordnet. Und 3 Jahre später kommt er auf mich zu. Ich habe ihn übrigens auch Spermidin erwähnt und Tempeh empfohlen und eben Weizenkeime. Und siehe da, er sagt, dieses Skotom ist weg, diese Schatten, was ihn wirklich, wirklich sehr stark gestört hat. Ja. Und er sagt, dieser Schatten ist komplett weg. Und ja, das hätte ich nie erwartet. Das heißt, vielleicht hat Spermidin und ja gut auch diese Pflanzenstoffe aus den Wildkräutern dazu, vielleicht hat es eine Belebung der Stammzellen ausgelöst. Und die Stammzellen bilden neue, junge, gesunde Zellen, vielleicht Netzhautzellen und die eben diese kranken Zellen ersetzt haben. Ich kann das nur, vielleicht, das ist nur eine Vermutung. Und auf jeden Fall, das war wirklich eine coole Sache. Ich werde ihn demnächst zu einem Augenarzt schicken. Wir haben schon ein Bild vorher und nachher, und dann kann man das Bild, den Unterschied sehen nach 3 Jahren Therapie. Und ja, und da hat man gesehen, auch wenn man durch Spermidin die Zahl von den Mitochondrien in den Herzzellen ließ sich steigen von 25 bis 30%. Das sind allerdings Tierexperimente und das ist natürlich enorm, wenn man überlegt, dass eben die Mitochondrien wahnsinnig wichtig sind damit für ein gesundes Herz. Wenn man das steigern könnte mit so einer einfachen Sache wie Weizenkeime oder fermentierten Weizenkeimen, das ist einfach wirklich super cool. Und ja, es gibt Studien, die sagen, ja, die hat man durchgeführt bei menschlichen Probanden, ich glaube eine Studie mit 100 Erwachsenen, und die haben nur 1 Milligramm Spermidin. Ja? Ich rede von 30, 40, 50 Milligramm, 1 Milligramm, die haben gesagt, ja, keine große Veränderung. Also man muss nicht alle Studien glauben, man muss auch sehen, wie sie durchgeführt sind. Und vielleicht wollten sie nicht zu viel Werbung machen für Spermidin, ja. Ja, das ist ein Teil meines Programms. Ist
Wir wollen gesund altern oder gesund nicht altern. Wir wollen nicht angewiesen auf Fremdhilfe und wir wollen auch lebendig bleiben in unserer Energie. Und das sind so die Maßnahmen, die sich bewährt haben, die auch die Wissenschaft unterstützt, die wissenschaftliche Studien unterstützen. Also das finde ich cool. Wir haben wirklich viele, viele Studien. Und ja, und wenn Sie Kommentare hinterlassen, vielleicht haben Sie Erfahrungen schon mit Spermidin, das würde mich sehr interessieren. Ich lerne auch sehr viel von euch und Ihre Erfahrungen und das würde mich freuen. Und ich wünsche euch viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.